Ich habe Tochter und Sohn, die damit hochgehen. Die wurden schon bedroht von den anderen. Die sind, egal wann, 24/7 um die immer einsatzbereit. Wir haben Messerstechereien an unseren Schulen. Schon jetzt? Da ist noch gar kein anderer da. Da werden Deutsche verurteilt. Ich rede nur von den Leuten, die ich persönlich kenne. Ich rede nicht vom Hören und Sagen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Stellt euch mal vor, ein kleines Dorf in Sachsen, kaum 4000 Einwohner, und dann sollen plötzlich 500 Afghanen dort untergebracht werden. Kein Arzt, keine Polizei, keine Sicherheit. Und genau das sagen die Bürger jetzt laut und deutlich. Bei einer Versammlung platzt einer Frau der Kragen. Und was sie sagt, trifft mitten ins Herz. Kein Geschwurbel, keine Angst, sondern pure Realität. Das hier ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel dafür, wie unsere Regierung kleine Orte im Stich lässt. Ihr müsst das gesehen haben, weil sowas morgen auch bei euch passieren kann. Wenn euch das Thema nicht kalt lässt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Denn eines ist klar, die da oben sollen endlich hören, was wir unten denken. Auf geht's! Ich bin die Frau Behlau. Der eine oder andere wird mich kennen. Ich habe ein ganz anderes Problem. Wir reden hier von Zukunft und von Kindern. Was ist mit denn jetzt? Was ist mit den Feuerwehrleuten, die da hochfahren müssen? Nachts, egal wann, irgendwelche Leute irgendwas von denen wollen. Welchen Schutz haben die? Ich bin die Frau von so einem Feuerwehrmann. Ich habe Tochter und Sohn, die damit hochgehen. Die wurden schon bedroht von den anderen. Die sind, egal wann, 24/7 um die immer einsatzbereit. Was ist mit den Menschen? Was haben die für Sicherheit? Wir haben keine Polizei hier. Uns kann jeder abstechen, ist völlig egal, bis jemand hier ist. Ist alles vorbei. Wir haben keinen Rettungsdienst. Wir haben total überfüllte Schulen, wo die Direktoren nicht wissen, wie sie mehr arbeiten sollen, weil es zu viel Ausländer gibt, weil sie nicht mehr wissen, wie sie integrieren sollen. Wir haben Messerstechereien an unseren Schulen. Schon jetzt? Da ist noch gar kein anderer da. Da werden Deutsche verurteilt. Ich rede nur von den Leuten, die ich persönlich kenne. Ich rede nicht von Hören und Sagen. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben jetzt schon Übergriffe auf junge Frauen, die an Autos blockiert werden. Wir haben jetzt Übergriffe auf Schüler, wo Väter in die Schulen gehen. Wie weit soll das alles noch gehen? Wie soll eine medizinische Versorgung erfolgen, wenn wir noch nicht mal unsere Deutschen versorgen können? Was wollen Sie? Wir haben jetzt Kindergärten, wo ganz viel Ausländer seien, wo kleine Dreijährige anderen Erwachsenen erzählen wollen, dass sie nicht auf sie hören, weil sie Frauen sind. Das müssen Sie sich mal auf den Kopf. Das ist jetzt schon. Wir haben noch gar nicht die Leute da. Ich bin Chefin von einem Gartenverein. Die Leute haben Angst und das mit Recht. Und die haben richtig Angst. Und das Problem ist, was ist, wenn wir zum Beispiel in unseren Praxen, rede ich jetzt von allen Ärzten und Schwestern, was machen wir mit den Leuten, wenn die Schmerzen haben? Wir verstehen die nicht. Und die sind aggressiv. Wer hilft uns? Sagen Sie mir das bitte. Wer hilft uns? Wer ist für uns da? Wir haben hier keine Polizeistation. Bitte schauen Sie mich an. Ich rede mit Ihnen. Das sind... Also ein Punkt habe ich erkannt, war zwar keine Frage, sondern eine Feststellung. Und zwar, wie werden die Leute überhaupt untergebracht und was geschieht mit denen? Gehen die zu den Ärzten bei uns, gehen die in die Schule, gehen die in die Kindergärten und all die anderen Dinge? Das ist nicht der Fall. Wir sind eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung. Das heißt, bei uns sind die Menschen nur für relativ kurze Zeit untergebracht. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die Kinder sind von der Schulpflicht befreit. Wir organisieren in den Einrichtungen den Unterricht. Wir organisieren in den Einrichtungen in der Regel die Regelversorgung.
Sprich auch die ärztliche Betreuung, die findet nicht in den Praxen statt. Ausnahme, zahnärztliche Behandlung, Spezialgynäkologen und andere Dinge, die werden nicht bei uns gemacht. Allerdings kommen auch bei uns für Teilbereiche Hebammen und dergleichen in die Einrichtung. Also es gibt insoweit keine Belastung, auch nicht bei den Kindergärten, weil wir haben in der Regel eigene Einrichtungen, wo Kinderbetreuung stattfindet, und wir haben auch immer bei den großen Einrichtungen auch ein Unterrichtsangebot, wo unterrichtet wird, in den Kindern allerdings in Englisch in der Regel, weil natürlich die Vielzahl der Sprachen zunächst Deutsch nicht zulassen. Allerdings wird auch dort bereits Deutsch angeboten. Auch bekommen die Erwachsenen bei uns in einem ersten Anlauf Unterricht, in der Regel Deutschunterricht, und sie lernen die wichtigsten Regeln, was bei uns eben bedeutsam ist im sozialen Miteinander, kennen. Was die Frage der Sicherheit betrifft, was Sie angesprochen haben, ich kenne die Befürchtungen, und wir haben in der Regel auch mit der Polizei immer ein Konzept entwickelt, um diese Ängste, die da sind, zu befrieden. Erfahrungsgemäß, und wir betreiben ja jetzt erst nicht seit gestern solche Einrichtungen, erweist es sich nicht als notwendig. Und zwar objektiv. Es ist durchaus so, dass nicht alles konfliktfrei abläuft. Das wäre nicht richtig zu sagen, aber es ist nichts Ungewöhnliches, in Anführungszeichen, als Sie auch sonst erleben. Noch will ich noch einen weiteren Punkt hinzusagen, weil es im Raum steht. Kann ich Sie bitte kurz unterbrechen? Nee, wegen der Zahl noch, dann bin ich gleich zu Ende. Ja, wir haben, weil Sie immer mit den 500 Plätzen arbeiten, wir haben zurzeit 250 Plätze in der Planung, also keine 500. Es könnten 500 werden. Gegenwärtiger Stand ist, dass 250 Plätze vorgesehen wären und auch die Personen, die dort unter sind, sich nicht unterscheiden von den Personen, die gegenwärtig dort untergebracht sind, weil die waren vor alle in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Einsiedel. Dort kommen die Gruppe her, die Sie hier in der Regel in der Stadt sehen. Herr Bürgel, kurze Frage auch von mir. Sie wissen, was eine Erstaufnahmeeinrichtung bedeutet? Also da kommen ja Leute, die gar keinen Status oder Anrecht auf Asyl haben. Sie wollen uns hier erzählen, hier kommen Familien, die brauchen eine Schule, die brauchen Ärzte, die brauchen Hebammen. Also keine Ahnung, ob Sie wissen, was eine Erstaufnahme bedeutet. Na, also die haben ja nicht mal den Status oder das Anrecht auf Asyl. Wissen Sie das überhaupt? Natürlich wissen wir, wer zu uns kommt. Bei einer Erstaufnahmeeinrichtung ist es vorläufig so, also die Menschen kommen zu uns, sie werden dann erfasst bei uns, wir nennen das Picken, also ihre persönlichen Daten werden erfasst, sie werden fotografiert, sie werden durch die Systeme gegeben, ob sie bereits in einem anderen Land waren, erfasst sind. Die ganzen Informationen werden dann dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, und dort wird das Asylverfahren, was ich vorhin beschrieben hat, durchlaufen. Die meisten Fälle, müssen Sie wissen, erhalten kein Asyl im klassischen Sinne, wie das Grundgesetz vorsieht, sondern sogenannten subsidiären Schutz. Das heißt, sie tragen vor, dass sie durch kriegerische Auseinandersetzungen aus ihrem Land vertrieben worden sind. Die Anerkennung läuft nicht bei der Landesdirektion, sondern beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die können Ihnen dann sicherlich sagen, und wir kriegen nur das Ergebnis mitgeteilt. Okay, ganz ehrlich, es reicht. Was den Menschen in diesem Land gerade wieder untergejubelt wird, ist einfach nur dreist. Und zwar nicht irgendwie, versehentlich oder aus Versehen, sondern mit voller Absicht und kalter Berechnung. Da wird wieder irgendwas beschlossen über unsere Köpfe hinweg, während der Normalbürger jeden Tag mit den Konsequenzen leben muss. Angst im Park, Angst um die Tochter abends, Angst in der Bahn, aber Hauptsache man zeigt sich wieder weltoffen. Offen wofür? Für Messerangriffe? Für Parallelgesellschaften? Für Frauenverachtung? Wir wollen unser altes Leben zurück. Dieses Land war mal sicher, war mal verlässlich.
Du konntest deine Kinder draußen spielen lassen, ohne ständig die Sorge zu haben, ob sie heil nach Hause kommen. Heute frag mal in jeder Kleinstadt, wie sich das Klima verändert hat. Nicht das Wetter, sondern das gesellschaftliche Klima. Und jetzt sollen uns also wieder mehr afghanische Männer ins Land geholt werden? Sorry, aber das ist keine Bereicherung. Das ist brandgefährlich. Warum? Ganz einfach. Viele bringen ein Frauenbild aus der Steinzeit mit. Gleichberechtigung wird oft nicht mal im Ansatz akzeptiert. Die Gewaltbereitschaft ist hoch. Nicht bei allen, klar, aber eben deutlich über den Schnitt. Das zeigen die Polizeiberichte jeden verdammten Monat. Und wer meint, in Afghanistan Urlaub zu machen, obwohl man hier angeblich Schutz braucht, der macht sich über unser Land lustig. Und dann heißt es von den Verantwortlichen, Integration dauert halt. Nein, es geht nicht um Integration. Es geht um Zumutung. Uns wird zugemutet, unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unsere Lebensweise aufzugeben, damit eine Ideologie Platz findet, die wir nie eingeladen haben. Aber wisst ihr was? Die Leute machen nicht mehr mit. Ich habe heute mit Leuten gesprochen und man merkt, es brodelt. Die Menschen haben keine Angst mehr, ihre Meinung zu sagen. Sie sind wach geworden. Und wenn Politiker glauben, sie könnten weiter so tun, als wäre alles gut, dann erwartet sie bei der nächsten Wahl ein böses Erwachen. Wir wollen unsere Heimat zurück, unsere Werte, unsere Sicherheit, unsere Würde. Das, was Generationen vor uns aufgebaut haben, wird gerade mit voller Wucht gegen die Wand gefahren. Und wir sollen dabei zusehen, nicht mit uns. Passt auf euch auf, bleibt laut. Und wenn ihr Kinder habt, kämpft um ihre Zukunft, nicht für irgendwelche utopischen Träumereien aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.